So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Signalverarbeitung. Heute geht es um Quantisierung und Sampling. Wir steigen sozusagen jetzt richtig ins Thema rein und überlegen uns mal, wie eigentlich aus einem analogen Signal ein digitales Signal werden kann. Ja? Das heißt, wir wollen überlegen, okay, wie geht das eigentlich, dass ein PC diese Dinge verarbeitet? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel, möchte man sagen. Und zwar Quantisierung und Sampling. Das ist genau die Antwort auf die Frage, wie digitalisiere ich eigentlich ein Signal. So sieht das Ganze aus. Das heißt, wir haben zunächst einmal das ursprüngliche Signal. Ja? Das ist die ursprüngliche Sinuswelle. Und das kann hier wirklich jedes Signal jetzt dieses Mal sein. Das heißt, das kann auch mein stochastisches Signal sein, wo ich einfach was gesprochen habe. Es kann sein, was immer es gerade möchte. So. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt diese Sinuswelle hier, die verarbeitet mein Mikrofon und gibt das als Welle in mein PC rein. Das funktioniert übrigens auch mit eurer Wi-Fi-Antenne, mit allem möglichen Zeugs. So, und was dann passiert ist, es geht in einen Wandler und dort drin wird es dann auch eben quantisiert und gesampelt. So, Quantisierung und Sampling sind zwei Vorgänge. Ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge ich die beiden mache, ich muss sie halt einfach beide machen. Quantisierung bezeichnet zunächst einmal diesen Schritt hier unten. Das heißt, ich habe danach eben nicht mehr unendlich viele Werte sozusagen. Das heißt, ich kann ja hier sehen an dem Signal, ich habe an meinem Signal den Wert 0, ich habe 0,000000001, dann habe ich 0,0000002 und so weiter und so fort. Also all diese Werte habe ich im Endeffekt. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene mögliche Werte hier drin. Und klar, die kann man alle runden, aber in echt sind die Dinger eigentlich nicht gerundet. Das heißt, eigentlich habe ich hier in diesem Sinus-Dingens, wenn ihr wirklich mal die Sinuskurve entlang geht, werdet ihr jeden Wert hier drin finden. Und ja, normalerweise liegt die Sinuskurve zwischen 1 und minus 1. In diesem Fall ist sie halt skaliert von 4 bis minus 4. Und ihr werdet wirklich jeden reellen Wert innerhalb dieser Kurve finden. Das heißt, zwischen 4 und minus 4 gibt es jeden Wert. So, das Problem ist, wenn es jeden Wert hier drin gibt, in diesem einen Schritt von 0 bis 0, ja, dann gibt es auch Werte oder unendlich viele Werte, denn ich kann nicht hergehen und sagen, okay, ich mache ein Halb, ich mache ein Viertel, ich mache fertig, sondern wenn es wirklich echt ist, dann habe ich unendlich viele Werte hier zwischendrin liegen. Da gibt es einige Zahlentheorien, mathematisches Blabla sozusagen, brauchen wir hier eigentlich nicht. Ihr könnt mir einfach vertrauen, es gibt unendlich viele Werte. So, ein PC hat natürlich nicht unendlich viele Werte. Ein PC hat eben genau das, nämlich Nullen und Einsen. Ihr habt eine feste Anzahl Festplattenspeicher, eine feste Anzahl Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Und was man deswegen macht, ist, man sagt, okay, mein PC hat ab sofort eben nur noch ein paar wenige Werte. Und in diesem Fall hat man sich dafür entschieden, man gibt hier dem Signal die Möglichkeit, entweder 0 zu sein oder 2 zu sein, oder minus 2 zu sein oder minus 4 zu sein. Und wahrscheinlich wäre auch noch theoretisch die 4 dabei, wobei das hier nicht ganz dabei ist. Das heißt, in diesem Signal habe ich nur 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Ich habe sozusagen 4 Möglichkeiten für mein Signal. So, dementsprechend ist das Signal natürlich lang nicht mehr so genau wie davor. Also ihr seht hier diesen riesigen Schritt. Erst ist es 0 und wenn man es dann rundet, dann wird hier plötzlich 2 genommen. So, und ab hier ist es dann 2. Und wenn man dann wieder rundet, dann ist es hier wieder 0, dann minus 2 und minus 4 und minus 2. So, das heißt, mein Signal ist eigentlich sehr viel ungenauer als davor. Und das muss man so ein kleines bisschen in den Griff bekommen, indem man wirklich viele verschiedene Werte nimmt, aber eben nicht wie das echte Signal unendlich viele verschiedene Werte. Das heißt, wir sind hier beschränkt und wir suchen uns aus, wie beschränkt wir eigentlich sind. Das hört sich falsch an, ne? Wie beschränkt wir eigentlich sind, egal. Auf jeden Fall, wir können uns aussuchen, wie viele Werte wir hier reinpacken. Wir können zum Beispiel sagen, okay, zwischen 0 und 4 gibt es eben 10.000 Werte oder es gibt 20, 30, 40, 50.000 Werte. Und wir schauen uns da die aktuellen Zahlen auch noch an, keine Sorge. Jetzt soll es aber erstmal nur um den Wert an sich gehen oder diesen Vorgang gehen. So, der nächste Schritt ist Samplen und das sehen wir hier oben. Wenn man direkt das ursprüngliche Signal nimmt und man samplet das, dann kommt das dabei raus. Das kann ein PC übrigens immer noch nicht lesen, auch das hier kann ein PC noch nicht lesen, weil wir auch hier noch unendlich viele Werte haben. Das heißt, bei dem quantisierten Signal hier unten sehen wir, dass hier wirklich eigentlich unendlich viele von diesen Kreisen drin sind, die sagen, okay, hier ist das Signal 0 und hier oben ist es 2 und da ist es wieder 0. Wir müssten eigentlich unendlich viele von diesen Dingern hier haben.
Weil wir haben ja auch unendlich viele Möglichkeiten, hier die Zeit zwischen 0 und 1 zu messen. Wir können, wie gesagt, wieder bei 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 oder bei 0,5 oder so messen. Also so viele Werte, wie wir wollen, können dazwischen liegen. Und hier ist auch wieder gefragt, wie genau wollen wir eigentlich sein? Wie genau müssen wir denn sein? Und hier hat man sich jetzt eben dazu entschieden, diese Werte hier zu nehmen, das heißt eine feste Anzahl von Werten. Ich kann es leider nicht zählen, weil es zu klein ist. Ich würde mal so schätzen, 100 Werte liegen hier dazwischen. Das ist aber wirklich nur sehr grob geschätzt. Da können aber auch so viele Werte, wie ihr wollt, dazwischen liegen. Also ihr könnt ja auch sagen, wir nehmen hier 1000 Werte dazwischen, wir nehmen 2000 Werte dazwischen und so weiter und so fort. Aber es dürfen eben nicht unendlich sein, weil unendlich Werte kann ein Computer nicht darstellen. Und da kommt jetzt nämlich genau dieser Unterschied zwischen stochastischen Signalen und deterministischen Signalen zum Einsatz. Eine Sinuskurve kann ich beschreiben als Sinus. Ja? Das ist einfach. Da kann ich einfach sagen, okay, meine Kurve hier, das ist 4 mal Sinus von x. Okay? Damit produziere ich eine perfekte Kurve, die kann ich an jeder Stelle ausrechnen, an der ich sie ausrechnen möchte. Aber meine Stimme ist nun mal keine perfekte Sinuskurve. Meine Stimme ist eben hoch, runter und dann auch immer mal wieder eben nicht gesprochen. So, und dementsprechend kann ich nicht einfach sagen, das ist wirklich eine Sinuskurve hier, sondern ich kann nur sagen, es gibt eben so und so viele Werte dazwischen und die nähern das ursprüngliche Signal relativ gut an, sodass möglichst wenig verloren geht. Und das ist dann auch der Punkt, wo man eigentlich von Qualität spricht. So, wenn wir jetzt allerdings das Samplen und das Quantisieren beides gemacht haben, das heißt beim Samplen, da wählen wir eine feste Anzahl Werte, also zum Beispiel 100 Werte, steht sogar hier unten, okay, gut, 100 Werte zwischen 0 und 1 Sekunde, ja, habe ich eigentlich vorhin echt gut geschätzt, hey, müssen wir mal hier Credit geben, oder? 100 Werte für eine Sekunde, das heißt, ich habe hier 100 Stichproben sozusagen in ungefähr gleichem Abstand. Und beim Quantisieren sage ich, okay, es gibt eben nicht unendlich viele Werte auf der Y-Achse, sondern eben nur eine beschränkte Menge an Werten. Und wenn ich das beides zusammen mache, dann habe ich hier im Endeffekt einige Bins. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel, so sieht dann tatsächlich ein fertiges digitales Signal aus, wenn wir das jetzt mal ganz kurz reinlaufen lassen. Analoges Signal ist das hier oben, das ist das Original, und das digitale Signal ist das hier unten, wo wir wirklich sagen, okay, wir haben nur einige wenige Werte und die sind sozusagen einzelne Stichproben. Und die Dinger nennt man auch ganz gerne mal Dirac-Stöße. Diese Dirac-Stöße sind sozusagen wirklich einzelne Werte, das heißt, da steht dann drin, der Dirac-Stoß 1 ist 0, der Dirac-Stoß 2 ist, was ist das ungefähr, 0,2 vielleicht, der Dirac-Stoß 3 ist 0,6, Dirac-Stoß 4 ist 0,8, Dirac-Stoß 5 ist 1,0 und so weiter und so fort. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier tatsächlich hergehen und kann sagen, okay, ich kann mein Signal im Endeffekt, also mein analoges Signal kann ich nun darstellen als einfach eine Folge von Zahlen. Und das ist alles, was ich jetzt noch brauche. Mein Signal besteht dann also nicht mehr aus Sinus von x, sondern es besteht einfach nur noch aus 0, 0,2, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 und so weiter und so fort. Versteht ihr wirklich? Einfach nur wirklich fertige Werte. Dazu kommen wir aber auch nochmal im Detail. So. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weitergehen, dann habe ich schon gesagt, wir müssen da so ein paar kleine Einsparungen machen, und zwar was die Qualität angeht. Das heißt, das Ding da unten, das ist natürlich jetzt problematisch, weil wir hier wirklich nur noch wenige Werte abbilden. Und ja, das sind Qualitätseinbußen, die wir hier vom analogen Signal auf das digitale machen. Und deswegen kriegt ihr auch zum Beispiel beim Telefon immer Rauschen. Dazu kommen wir aber auch noch ein bisschen mehr im Detail. So, was wir hier oben haben, ist die Samplerate. Und das heißt, die Samplerate gibt an, wie viele Werteproben wir pro Sekunde haben. Das heißt, wir haben hier 100 Werte pro Sekunde, also haben wir hier auch 100 Hertz. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Hertz gibt tatsächlich an, wie viele Proben wir pro Sekunde haben. Und das ist dann nicht die Frequenz, das ist was anderes, weil unter Frequenz fällt eigentlich noch viel, viel mehr, sondern eben nur die Samplerate. Das heißt, wie viele Dirac-Stöße pro Sekunde quasi. Und dann haben wir hier unten noch die Bitrate oder auch Auflösung genannt. Das sind sozusagen unsere verfügbaren Werte. Ja, und damit haben wir eigentlich relativ viel. Das heißt, wir sehen hier oben, wir haben unendlich viele Werte mit unendlich genau
unendlich Genauigkeit im analogen Signal und das ist auch das, wenn ich mich direkt mit euch unterhalte, klinge ich vielleicht ein kleines bisschen anders. Deswegen kann man auch sagen, okay, es gibt gute Mikrofone, es gibt schlechte Mikrofone, es gibt gute Qualität im Codec, es gibt schlechte Qualität im Codec und manche Leute hören ja wirklich einen Unterschied zwischen zum Beispiel MP3 und FLAC zum Beispiel, also dem Codec oder dem Komprimierungsverfahren und da geht dann immer ein kleines bisschen Information drauf. Und ich kann natürlich auch in meiner Datei einstellen, in meiner Audiodatei zum Beispiel, ich habe 10 Bit pro Sekunde oder ich habe eben 320 Kilobit pro Sekunde, das geht beides. So, hier drüben beim gesampelten Signal habe ich immer noch unendliche Genauigkeit, weil ja, theoretisch muss ich wirklich hier alle Werte unterstützen und das kann ich auch, weil ich die ja einfach messen kann in dem Fall tatsächlich. Aber ich habe eben nur noch endlich viele Werte. Das heißt, ich habe hier endlich viele Werte in einer Sekunde. Und mit der Bitrate können wir noch zusätzlich das Ganze einteilen in Bins. Das heißt, ich habe zwar hier unendlich viele Werte, eigentlich zumindest, aber ich habe eine endliche Genauigkeit. So, und beim digitalen Signal, das ist dann jetzt am Ende für den PC verarbeitbar und es hat eigentlich wirklich nur ein paar wenige Werte, so wie ich euch das gesagt habe. Es ist im Endeffekt wirklich nur noch eine Folge an Zahlen und das ist sehr, sehr hilfreich, weil ich hier eben nicht mehr irgendwas speziell machen muss oder sowas, sondern ich kann hier anfangen, das Ganze zu verarbeiten. So, nächstes Mal schauen wir uns das Ganze wirklich in Audacity an. Das heißt, ein Programm, mit dem man das auch wirklich dann überprüfen kann, wie man sowas ausprobieren kann und so weiter und so fort. Das zeige ich euch dort. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.